Knochenlage Mammuts ist absolut einzigartig in der modernen Forschung in Österreich. Es gibt vergleichende Funde, die sind allerdings schon vor über 100 bis 150 Jahren ausgegraben worden. Das heißt, wir haben ganz selten die Gelegenheit, mit modernen Untersuchungsmethoden uns einem derart spektakulären Fund nähern zu dürfen. Bei Umbauarbeiten haben wir einen Mammut gefunden. Ich habe mit dem Spaten reingestochen und habe am Anfang geglaubt, das ist ein Holzstickel und habe mir nicht viel gedacht dabei. Und dann habe ich ein bisschen weitergegraben und dann habe ich halt die Knochen gefunden. Und ich habe dann das Bundesdenkmalamt angerufen und die sind aber dann auch gleich gekommen. Und da sind auch dann die Archäologen mitgekommen. Da wir bereits Holzkohlefragmente gefunden haben, die zu groß sind für einen Städtenbrand, da könnten wir uns es durchaus vorstellen, dass der Mensch hier im Spiel war. Wir haben jetzt ein Holzkohlenstück datiert. Das gab 31.000 Jahre vorher an. Wenn es so alt wird, dann muss man auch sicher sein, dass es keine Kontamination gibt. Was wir eigentlich messen, ist, wie viel C14, wie viel radioaktiv Kohlenstoff es noch gibt. Wir haben einige Wirbelelemente, die noch dicht beisammen liegen. Der Großteil der Knochen ist allerdings aus ihrem anatomischen Verband gelöst und den Hügel hinuntergetragen worden. Dazu kommt, dass die Knochen leider sehr fragil sind. Also wir sind hier bei ungefähr 8 Grad und knapp 100% Luftfeuchtigkeit. Die größeren Knochen und die weicheren Knochen, die müssen wir mit Gips stabilisieren, bevor wir eine Chance haben, sie zu bergen. Grundsätzlich wird hier in der Gegend sogenannter Löss abgelagert als Staub, der während der Eiszeit vom Wind hergetragen und dann abgelagert wird. Das Mammut, die Mammutknochen, die können sich nur erhalten, wenn sie im Sedimentkörper eingeschlossen sind. Wir könnten Tierverbiss feststellen. Da haben wir bei der Ausgrabung im Frühjahr gedacht, oh, das ist vielleicht Hyänenverbiss, weil es gab damals bei uns Hyänen. Und dann haben wir es unserer Kollegin von der Archäozoologie gezeigt, die meint, es ist wahrscheinlich eher durch den Menschen eingeschlagen worden, um an das Knochenmark zu gelangen. Die sehr brüchigen und erdfeuchten Knochen machten eine Blockbergung unverzichtbar. Üblicherweise bildet sich bei hoher Feuchtigkeit und der Sporenbelastung in der Erde relativ schnell Schimmel. Um dies zu vermeiden, werden die Knochen mit einer Lösung aus Ethanol und destilliertem Wasser gereinigt. Die Knochen werden partiell restauriert und vollständig konserviert, um sie für zukünftige Untersuchungen zu erhalten.
Als Restaurator hat man die Möglichkeit, nachdem die Objekte gereinigt wurden, die Objekte erstmals genau unter die Lupe zu nehmen. Das Einzige, was einige der Knochen aktuell zusammenhält, ist das Erdmaterial, mit dem sie verfüllt sind. Daher ist es notwendig, die Risse und Brüche mit Paraloid B72, einem reversiblen Klebstoff und Japanpapier zu verfüllen. Wir haben in den letzten 2 Wochen 2 Silizes gefunden, das heißt 2 Feuersteinartefakte, die uns nun die Anwesenheit des Menschen garantieren können. Hier ist eins davon zu sehen, es ist ein Klingenfragment, also das heißt ein länglich geformter Silex, der ging in die beiden Richtungen weiter. Das andere Stück hat sichtbare Gebrauchsspuren, die zum Beispiel entweder vom Schneiden zum Zerlegen der Jagdbeute herstammen könnten oder eventuell sogar vom Einschlag einer Schusswaffe.